Guten Morgen, Traders und Investoren. Morning Espresso, Marktausblick, Donnerstag, 7. Juni. Wir können mehr verlieren, als wir einzahlen. Gestern ein Gespräch mit einem Trader geführt, der mir nochmal bestätigt hat, dass viele das zwar hören, aber nicht verstehen wollen, geht rechts rein, links raus. Bis es dann mal passiert und dann verstehen wir, was das bedeutet. Leider. CFTC Rule applies, Copyright ebenso und natürlich können wir keinen Investment Advice geben. Alles nur zu Ausbildungszwecken. Disclaimer liegt hinter uns. Der Tradeplan von Mittwoch war Long Aussie Dollar. Risiko für den Trade war Risk Off. Hatten wir nicht, wir hatten Risk On. Schwäche in Rohstoffen hatten wir auch nicht. Kupfer läuft super. Zum Beispiel gut, Öl bisschen runtergekommen wegen einer schlechteren Inventarzahl gestern und oder positive Dollarentwicklung haben wir auch nicht, denn die G7 fangen morgen an und Trump hat schon avisiert, dass er aggressiv reden wird und das bedeutet ein Handelskrieg und Handelskriege sind historisch erstmal negativ für den Dollar. Über Nacht haben wir ein bisschen Yen-Stärke gesehen und ein bisschen Aussie-Dollar-Schwäche. Es kamen leicht schwächere Zahlen rein im Aussie-Dollar. Im Grunde genommen aber inline. Es gab auch vorerst keine Reaktion. Reaktion kam ein bisschen zeitverzögert. Super, sind für mich einfach gute Einstiegskurse in den Long Aussie. Hier sehen wir es, Trade Balance 0,98, aber previously wurde sogar besser revised. Das heißt, auch hier ist häufig so, die Headline-Zahl kommt in line oder ein bisschen schlechter. Und wie sagt man, Eichhörnchen ist ein Teufel. Teufel ist ein Eichhörnchen, es liegt im Detail. Wir müssen dann die Berichte durchscannen und in dem Fall war es die Revision, die wieder positiv ist. Also schauen wir, ob wir in den Aussie-Dollar in die Paare Long reinkommen. Pound Halifax, HPI nachher, interessiert mich ein bisschen, wie es dort aussieht, wird besser als erwartet als beim letzten Mal. Heute Nachmittag führender Wirtschaftsindikatoren mit den Unemployment Claims, die werden im Grunde genommen in line erwartet mit 2,23 gegen 2,21. Das ist keine signifikante Veränderung. Wir wissen, dass der Arbeitsmarkt in den USA absolut brummt. Heute Nachmittag das BOC, Bank of Canada Financial System Review. Das ist nochmal sehr interessant für uns. Die Bank of Canada ist im Moment data dependent. Sie wartet also ab, in welche Richtung die Volkswirtschaft sich entwickelt, um dann zu entscheiden, ob sie die Zinsen weiter erhöhen. Denn im Grunde befinden sie sich in einem Zinserhöhungszyklus. Wichtigster Handelspartner ist die USA. Beide Volkswirtschaften sind hoch miteinander korreliert. Die Amerikaner erhöhen die Zinsen, ergo die Kanadier ähnlich. Und dann heute Nachmittag, 4:45 unserer Zeit, nochmal Governor Poulos von der Bank of Canada, der eine Rede hält. Okay, wie sahen die Aktien aus? Gestern S&P 500, fast ein sehr, sehr schöner Green Day. Wir sehen, Utilities ist ein defensiver Sektor, hat abverkauft. Was auch interessant ist, wir haben die Financials gesehen, die stark zugelegt haben. Mein Blick ging sofort auf die Kurve und ich habe gesehen, hey, wir hatten gestern einen Bear Steepener. Besser geht's gar nicht, Long Financials, Dankeschön. Easy peasy. Die Welt sah auch grün aus, außer meine Freunde in Brasilien, die bekommen wirklich auf die Mütze, auch brasilianische ETF wird stark abverkauft. Schwierige Situation. Alright, FX, wir haben gestern positive Aussagen von 3 verschiedenen EZB-Sprechern gehabt. 3 verschiedene. Angefangen hatte, glaube ich, der Chefvolkswirt Peter Pratt, der sagte, nächste Woche fangen wir an, unsere Diskussion, unseren Dialog innerhalb des Gremiums, wie wir das quantitative Tightening, also wie wir die expansive Geldmarktpolitik anfangen einzubremsen, bis September 2018, also diesen Jahres, erinnern wir uns, soll das Anleihenankaufprogramm laufen. Die Frage war und ist die Inflationsrate hoch genug? Ist das Wirtschaftswachstum stark genug? War der Einbruch im Wirtschaftswachstum im ersten Quartal wirklich nur aufgrund von schlechtem Wetter und ein paar Streiks, ich musste gerade geistig übersetzen, oder setzt sich das Wirtschaftswachstum weiter fort? Wie dem auch sei, 2 weitere Zentralbanksprecher kommen gestern ans Mikrofon, reden hawkisch, reden darüber, dass quantitatives Tightening ab jetzt besprochen wird und der Markt, 6 Jahre alt, ADHS, vergisst Ritalin-Tablettchen zu nehmen, fängt an und jubiliert und der Euro legt zu. Ich bin da extremely pessimistisch, ich sehe das Ganze nicht, aber kommen wir gleich in den Ausbildungsfolien zu. Im Moment müssen wir erstmal das handeln, was wir sehen. Alle Momentum Long Euro Trader, herzlichen Glückwunsch.
Auf geht's. So, wir hatten Financials gestern als Sektor sehr stark, Utilities sehr schwach, sahen wir schon. Dann die Futures-Märkte in ihrer Aufteilung, brauchen wir nicht en Detail reingehen. Aktien in Asien waren fester, weil die Vorgabe aus der Wall Street grün war. Wir hatten ein Risk-on-Sentiment, sehen wir auch an Kupfer, was gut zugelegt hatte. Wir sehen den Dollar schwächer, der DXY, Dollar-Index in Erinnerung rufen, 60% davon Euro. Unter der 93,30, eben sogar Handelskrieg wirkt negativ. Trump avisiert aggressiven Ton, sagte ich schon. WTI, unerwarteter Bild gestern, da gab es auf die Mütze. Wir sind unter die $65 im WTI Front-Month Contract gefallen im Futures-Markt. Aber Käufer, noch mehr Käufer da unten. Super bullische Reaktion und über Nacht schon der Bounce. Türkische Zentralbank-Zinsentscheidung heute, US-Arbeitsmarktzahlen, Bank of England Ramsden spricht und neue französische und spanische Rentenpapiere, die auf den Markt kommen. Auch da immer mal wieder interessant, kurz zu schauen, wie viel mehr müssen denn die Franzosen, die Spanier jetzt draufschreiben, damit die Ware im Markt gut platziert ist, damit sie ihre Staatsschulden refinanziert bekommen in dem jetzigen Umfeld. Denn quantitatives Tightening bedeutet, Zinsen erhöhen sich, bedeutet, die Staatsverschuldung wird teurer. Blick auf unsere Crossmärkte. Hier sehen wir den DXY. Wir sehen, dass die 10 Jahre in den USA bei 2,99 sind, die 2 Jahre bei 2,52. Sorry dafür. Und der DXY, der Dollarindex, abverkauft wird. Auf der anderen Seite EZB hawkisch bzw. Ende quantitatives Easing oder Anfang quantitatives Tightening. Euro-Dollar bei 1,2825 Area. Ich habe das Target um die 1,23 eingezeichnet. Sollte die Rallye sich bis dorthin vorsetzen können. Unerwarteter Bild in den DOE-Inventories, das ist das Öl, was auf Halde liegt, hatte sich negativ ausgewirkt gestern, aber wir sehen insgesamt befinden wir uns im Ölmarkt am Roll Reversal, im Fair Value nicht wirklich etwas zu tun. Intraday-Trader konnten, wie gesagt, gestern vor dem Inventory die Short-Akkumulation beobachten, dann Short gehen und jetzt die Long-Akkumulation, heißt also, wir handeln in einer Box. Und last but not least, Bear Steepener in der Kurve in den USA, deshalb amerikanische Finanztitel gestern grün. Alles einfach, wenn du weißt, worauf du schauen darfst. Euro Rally. Ich habe es eingezeichnet, das ist ein Daily Chart des Euro-Dollars und das sind 3 Preisniveaus, wo ich nach einem Short Ausschau halte. Die haben alle einen Grund, den ich hier natürlich nicht en Detail erkläre, aber sie sind alle berechtigt, haben einen Grund. Ich erwarte eine Reaktion bei den jeweiligen Niveaus. Der Chefsvolkswirt sagte gestern offiziell, kommende Woche, Dialog beginnt, wie gehen wir vom Gas im Sinne von expansiver Geldmarktpolitik. Stellen wir das Anleihenankaufprogramm wie avisiert September 18 ein, wann kommen die ersten Zinsschritte? Die Reaktion Euro-Stärke und Zinsen hoch durch Abverkauf von europäischen Staatsanleihen, Risk-on-Umfeld, Euro hoch bedeutet allerdings auch, da 60% des DAXes zum Beispiel in ausländischer Investorenhand ist, ein bisschen schwierig für den DAX weiter fortzuschreiten. K-Wert bedeutet hier abschwächendes Wirtschaftswachstum und wir haben immer noch die politische Situation Italiens. Wir sprachen gestern darüber. Aha, EU-Wirtschaftswachstum 2017 plus 2,5%. Wir kamen aus dem Tal der Tränen, wir haben zugelegt, es war wunderbar. Euro-Long, Stocks, Euro-Stocks 600 Long, das war ein guter Trade. Aber das erwartete Wirtschaftswachstum für 2018 ist leicht schwächer. Jetzt kann man sagen, hey Jay, 20 Basispunkte, nicht so viel. Jein. Denn Citigroups Economic Surprise Index, sehr interessant, diese Indizes zu beobachten, denn die sagen aus, Erwartungshaltung der Volkswirte, der Konsens, also die meisten Volkswirte erwarten für die volkswirtschaftlichen Faktor zum Beispiel Wirtschaftswachstum oder Inflation oder Arbeitslosenzahlen. Und jeden Monat sehen wir ja im Wirtschaftskalender kommen diese Zahlen. Und diese Zahlen, wenn sie eine Überraschung nach oben sind, steigt dieser Surprise-Index, Englisch Surprise Überraschung. Wenn sie aber schlechter als erwartet kommen, sinkt dieser. Und interessanterweise kommen seit Monaten die EU-Zahlen nicht mehr so schlecht wie seit 2011, 2012. Also der Economic Surprise Index ist tief.
Jetzt gibt es natürlich einige, die sagen, ja, aber ich handle das als Kontraindikator. Wunderbar, dann bleib halt länger long, Euro sei dir nur gewahr. Irgendwann greifen diese nicht, also wenn die Volkswirtschaft sich nicht wieder aus dem Tal der Tränen, nicht Tal der Tränen, aber dem schlechteren Wachstum Q1 erholt und wieder richtig zulegt, ähnlich wie wir das in Großbritannien sehen, dann haben wir in Europa ein Problem. Zusätzlich eben Italien, drittgrößte Volkswirtschaft, wollen einige Veränderungen dort in der Politik einführen. Da müssen wir sehen, wie das alles zu finanzieren ist. Also fraglich, ob die plus 2,3% wirklich kommen. Wir sahen gestern, 10-jährige deutsche Staatsanleihen haben um 10 Basispunkte zugelegt im Yield und französische ähnlich auf 0,8%. Ja. Heute neue französische Ware, schauen wir, wie viel die, wie gesagt, draufschreiben müssen. Interessant auch, es gibt den HICP, den Harmonized Index of Consumer Prices. Das ist der Inflationsindex, wie die EU innerhalb der EU harmonisiert, also für alle Länder die gleiche Formel mathematisch angewandt, wie viel Inflation wir innerhalb der EU haben. Und die Erwartung ist, dass wir für 2018 mit 1,1% rauskommen. Jetzt würde ich im Seminar fragen, wer weiß, was das Inflationsziel in Prozent ist der EZB? Und hoffentlich wissen das alle hier im Webinar, es sind 2%. Also 1,1 ist weit unter den avisierten und erforderlichen 2%. Das bedeutet, wie können wir die Zinsen erhöhen, wenn wir HICP nicht nachhaltig hoch sehen? Daher bei der kleinsten negativen Nachricht, die wir von der EZB bekommen, dass dieses quantitative Easing nicht stattfindet, dass das Bond-Buying-Programm 2018 im September nicht eingestellt wird, dass die Inflation underperformt, also nicht so hoch reinkommt wie erwartet, werden wir sofort Euro-Schwäche sehen. Ich möchte nochmal hier zeigen, wir sehen hier die Composite PMIs, Einkaufsmanager-Indizes. Wir sehen in den USA seit Ende März Bombenentwicklung, kommt unter anderem auch durch die Steuerreform, die die Trump-Administration durchgedrückt hat. Das heißt, wir waren im Wirtschaftszyklus schon über den Scheitel hinaus und sind dadurch, weil das nochmal ein positiver Effekt ist, vor den Scheitel gerutscht. Also auf dieser Wirtschaftszykluskurve können wir nach links und nach rechts rutschen. Dieses dynamisch, das atmet. Leider genau das Gegenteil in der EU. Seit Ende März, eigentlich schon viel, viel früher, wie wir sehen, seit Ende Dezember letzten Jahres underperformen wir und unser Wirtschaftswachstum schwächt sich ab. Letzter Blick insgesamt gemeinsam hier auf diesen HICP, diesen Inflationsindex der EU, und wir sehen März 2018 mit 1,3% reingekommen. Für Erwartung für 2018 insgesamt 1,1. Der Durchschnitt hier seit 1997 bei 1,8. Also ich sehe da noch keine nachhaltige Euro-Stärke. Aber gut, schauen wir. Tradeplan für heute ist nochmal Long Aussie Dollar, weil sich noch nichts getan hat. Ich habe jetzt mal eine Starter-Position aufgemacht. Die Risiken und die Risiken sind die gleichen. Von daher denke ich, dass der Trade noch performen wird. Problem kann sein, wenn wir hier oben im Sinne von Volume Profile eine P-Distribution sehen, dann rauschen wir nochmal runter, aber das ist super, weil niedrigere Preise erlauben mir, die Position auszubauen. Außerdem ist die Carry positiv, no pain. Okay, ich sag's nochmal, dieses Wochenende noch und dann danach das Wochenende treffen wir uns in Seeheim, um das nächste Team auszubilden. Vielleicht hat der eine oder andere noch Interesse mitzumachen. Beste Beruf der Welt, Puzzeln für Erwachsene, die ganzen Zusammenhänge verstehen und dann gewinnbringend umzusetzen. I love it. Vielleicht bist du dabei. Ich freue mich. Alles Gute, macht's gut. Ein sehr, sehr schönes Wochenende. Bei Fragen schreibt mir bitte gerne eine E-Mail und genießt das Wochenende. Und wir sprechen uns Montag Admiral Markets, Dienstag mit meinen Tradern Live Trading, Mittwoch dann wahrscheinlich wieder hier im Morning Espresso. Danke, bye bye, happy weekend, ciao, ciao.